Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie man jede Art von Gemüse zu Hause selber fermentieren kann und auf diese Weise sein Immunsystem stärken und die eigene Gesundheit erhalten kann. Denn rohes, fermentiertes Gemüse ist lebendige Nahrung, die natürliche Enzyme und aktive Milchsäurebakterien enthält. Diese Milchsäurebakterien schaffen ein gesundes, ausgewogenes Milieu in unseren Verdauungsorganen und harmonisieren unsere Darmflora. Ein großer Teil unseres Immunsystems befindet sich im Darm. Wenn der Darm gesund ist, haben unwillkommene Eindringlinge wie schädliche Bakterien, Parasiten, Pilze, aber auch viele chronische Krankheiten keine Chance mehr. Die aktiven, nützlichen Mikroorganismen in frischem, fermentiertem Gemüse können daher bei zahlreichen Verdauungs- und Gesundheitsstörungen außerordentlich hilfreich sein. Candida, also Darmpilzbefall, Magengeschwüre, Colitis ulcerosa, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, Koliken, eine Vielzahl von Lebensmittelallergien, Blasenentzündung oder vaginale Pilzinfektionen sind einige der zahlreichen Einsatzgebiete dieser nützlichen Bakterien. Deshalb ist es sehr lohnend, wenn man einen eigenen Garten hat, sich das Gemüse, welches man im Sommer erntet und meistens sehr zahlreich erntet, durch Fermentation für den Winter haltbar zu machen. Denn abgesehen von den vielen Gesundheitsvorteilen der Fermentation bietet diese auch den Vorteil, dass man eben das Gemüse, was man im Sommer so zahlreich erntet, dadurch haltbar machen kann und für den Winter praktisch dann vorsorgen kann. Zum Fermentieren braucht man nichts anderes als Gemüse und Salzwasser. Ich hatte hier jetzt, wie ihr gesehen habt, meine eigene Zucchini aus dem Garten im Sommer geerntet, plus eben etwas Pfefferminze dazu. Die geben wir jetzt zusammen hier mit den Zucchinis in das Glas und dann mischen wir auch schon die Salzlake an. Und dazu benötigen wir unbedingt Natursalz. In diesem Fall habe ich hier das Himalaya-Salz benutzt, plus destilliertes Wasser. Beides ist sehr wichtig, also wir können kein normales Salz nehmen. Dieses normale Kochsalz, das ist sehr giftig und das funktioniert auch bei der Fermentation nicht gut. Deshalb muss man unbedingt Natursalz nehmen, als auch gereinigtes, mindestens gefiltertes Wasser. In diesem Fall habe ich natürlich mein destilliertes Wasser genommen, denn das normale Leitungswasser funktioniert nicht so gut bei der Fermentation, weil es eben voller Chlor ist. Wie man dann sein Gemüse noch würzt, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich hatte hier jetzt noch Knoblauch und Ingwer hineingeschnitten, wie ihr gesehen habt. Da sind der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Also da kann man wirklich alles Mögliche an Gewürzen verwenden, wie man es gerade möchte. Wir haben das Glas jetzt bis oben hin mit diesem Salzwasser aufgefüllt und schließen das Ganze jetzt mit einem Weintraubenblatt ab. Das sollte man bei Zucchinis machen, weil diese Weinblätter beinhalten Gerbstoffe, die dabei helfen, dass eben die Zucchinis nachher nicht so matschig werden, sondern eben relativ knackig bleiben. Und dann beschweren wir dieses Weinblatt noch mit 3 Rosenquarzsteinen hier in dem Fall, einfach damit das gesamte Gemüse unter dieser Salzlake bleibt. Das ist ganz wichtig, das darf also nicht mit Sauerstoff in Berührung kommen. Das gesamte Gemüse muss unter der Salzlake bleiben. Damit haben wir das erste Glas jetzt schon fertig vorbereitet und das kommt jetzt an einen relativ dunklen Ort irgendwo in der Küche. Wichtig ist aber, dass die Außentemperatur schon mindestens 20 bis 22 Grad Celsius betragen muss, damit das Ferment dann wirklich arbeiten kann. Die Salzlake sollte grundsätzlich immer eine 2%ige Salzlösung enthalten, aber bei Zucchini gibt man eine 3%ige Salzlake hinzu, damit das Gemüse nicht so matschig wird, weil Zucchinis eben sehr weich, also es ein sehr weiches Gemüse ist. Damit es dann hinterher nicht so matschig wird, sollte man da dann eine 3%ige Salzlösung hinzugeben, anstelle der sonst 2%igen Salzlösung. Das heißt also, bei Zucchinis gibt man dann 30 Gramm Salz in 1 Liter Wasser, während man bei anderem Gemüse nur 20 Gramm auf 1 Liter Wasser gibt. Das zweite Glas ist jetzt auch fertig. Hier haben wir die Zucchinis jetzt in kleine Würfel geschnitten. Man kann das dann also machen, wie man möchte. Bei dem anderen hatten wir die so gestiftelt. Ja, und das Glas kommt dann auch an einen dunklen Ort, möglichst in einen Schrank rein. Und hier messen wir jetzt nochmal das ganz genaue Maß ab, was wir für die Lake brauchen. Hier haben wir jetzt 500 Milliliter Wasser und 15 Gramm Salz.
wieder für die Zucchinis. Denn wie gesagt, auf 1 Liter kommen ja 30 Gramm Salz im Falle von Zucchinis. Und hier haben wir jetzt 500 Milliliter. Das passt nämlich genau in ein Glas rein, so viel. Haben wir dann 15 Gramm Salz genommen dafür, für die dritte Zucchini. Die Zucchinis fermentieren sehr schnell. Die brauchen eigentlich nur 3 bis 4 Tage, bevor man sie dann schon verzehren kann. Denn man kann immer daran erkennen, wann ein Ferment fertig ist, wenn es eben aufhört zu blubbern. Das heißt, am Anfang fängt es an zu blubbern und zu arbeiten und dann sieht man lauter Luftblasen hochsteigen und man sollte auch jeden Tag das Glas kurz öffnen, damit diese Luft entsteigen kann, die sich dadurch bildet durch diese Arbeit, die diese Milchsäurebakterien da leisten. Sonst würde das Glas nämlich platzen. An das Ferment darf normalerweise kein Sauerstoff gelangen. Deswegen wird das Glas auch immer zu, also luftdicht abgeschlossen, aber man sollte es immer einmal am Tag kurz öffnen, damit diese Luft, diese Kohlensäure, die da gebildet wird, entweichen kann und dann schließt man es gleich danach wieder. Und nach 3 bis 4 Tagen, sobald keine Luftblasen mehr aufsteigen, ist das Ferment theoretisch schon fertig und dann könnte man theoretisch die Zucchinis auch schon verzehren. So sieht es in dieser Zeit aus, während hier jetzt das Ferment noch arbeitet. Man sieht eben diese Luftbläschen hier aufsteigen. Je länger man das Ferment allerdings stehen lässt, umso leckerer, umso besser wird das Ferment, umso mehr Vitamine bilden sich und umso leckerer schmeckt es auch hinterher. Also es bekommt dann einen salzig-sauren Geschmack, sehr delikat. Und hier ist es jetzt zum Beispiel fertig, hier sind die Zucchinis fertig. Und man könnte sie schon hier verzehren. Sobald bei einem Ferment eben keine Luftbläschen mehr aufsteigen, weiß man, dass das Ferment fertig ist und auch verzehrfertig. Diese leckeren, salzsauren Zucchinis dann, die jetzt fertig sind, könnte man dann theoretisch in den Salat mitgeben oder sie sind sehr, sehr schmackhaft und sehr gesund. Denn bei der Fermentation entstehen zusätzliche Vitamine, wie zum Beispiel Vitamine C und B. Deshalb enthalten frische fermentierte Lebensmittel einen sehr hohen Gehalt an Vitaminen und Phytonährstoffen, die in unserem Körper antioxidativ, immunstimulierend und gerinnungshemmend zur Tat schreiten. Mit diesen Eigenschaften wirken sie den wichtigsten aller heutigen Todesursachen wie Krebs, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen entgegen. Subhanallah. Ebenso entsteht bei der Fermentation Säure, sodass schädliche Bakterien dadurch abgetötet werden. Deshalb sind fermentierte Gemüse ohne Kühlung haltbar. Hier setzen wir jetzt ein anderes Ferment an, und zwar raspeln wir jetzt Rettich und danach noch Karotten. Und hier werden wir das Ferment anders aufbauen, und zwar werden wir hier nur Salz hinzugeben, sodass dieses geraspelte Gemüse nachher seine eigene Salzlake bildet. Wir geben auch noch geraspelten Ingwer dazu, einfach als Gewürz. Ebenso geraspelten Kurkuma, beides sehr gesunde Wurzelknollen. Dieses Ferment besteht also aus 4 verschiedenen Wurzelknollen. Und auch hier gibt man dann wieder 20 Gramm Salz auf 1 Kilo Gemüse. Das müsste man dann ganz genau abwiegen. Das hatte ich natürlich nicht gemacht. Ich hatte hier viel zu viel Salz zugegeben, wie ihr seht. Und deswegen hat dieses Ferment sehr, sehr lange gebraucht. Das hat insgesamt 6 Wochen gebraucht. Erst hat überhaupt nichts funktioniert, also es gab gar keine Luftblasen und nichts und ich dachte schon, das funktioniert nicht. Nach 3 Wochen aber fing es dann plötzlich doch an zu arbeiten und es sind dann ordentliche Luftblasen entstanden. Und und es hat dann nochmal 3 Wochen gebraucht, bis das ganze Ferment letztendlich dann fertig war. Ich hätte dann zwischenzeitlich nochmal etwas Wasser hinzugegeben. Hier geben wir noch große Gewürze hinzu, wie ihr seht. Also man kann da wirklich hinzugeben, was man möchte. Ja, und Alhamdulillah hat es dann trotzdem hier funktioniert, nachdem ich noch etwas Wasser hinzugegeben hatte, um den Salzgehalt etwas zu vermindern. Man sieht daran eben, dass wenn man zu viel Salz hinzugibt, dass das Ganze dann einfach nur haltbar gemacht wird durch den Salzgehalt, aber dass diese gesunden Milchsäurebakterien dann nicht zum Arbeiten kommen. Dadurch wird es dann eben nicht in der gesundheitlichen Wirkung nicht sehr nützlich sein, aber es wird zumindest haltbar gemacht. Deshalb ist es eben wirklich sehr entscheidend, dass man ganz genau abmisst, wie viel Salz man hinzugibt.
Also der Salzgehalt sollte eben nie mehr als 3% betragen. Bei normalem Gemüse, wie gesagt, immer nur 2%. Die Salzlake sollte immer nur eine 2%ige Salzlösung enthalten und bei Zucchini eben eine 3%ige und mehr darf das nicht sein. Jetzt möchte ich euch noch kurz erzählen, was eigentlich bei der Fermentierung passiert. Also auf der Oberfläche jeder Pflanze und auch auf unserer Haut und in unserem Darm leben Milchsäurebakterien. Die kleinen Freunde sind für uns völlig unsichtbar, vollbringen aber Großes, denn sie verhindern, dass sich krankmachende Pilze und Bakterien entwickeln und ausbreiten können. Geben wir das Gemüse mit dieser speziellen Salzwassermischung in ein verschlossenes Gefäß, entsteht eine kleine Parallelwelt im Glas. Für die wertvollen Milchsäurebakterien auf dem Gemüse ist die sauerstoffarme und salzige Umgebung ein absolutes Wohlfühlmilieu. Sie blühen richtig auf und werden munter und aktiv. Dabei sagen sie den schlechten, unerwünschten Bakterien, die ja zwangsläufig auch immer herumlungern, den Kampf an und entziehen ihnen ihre Überlebensgrundlage, den Sauerstoff. Nach und nach sinkt dabei der pH-Wert im Glas und der sichere Tod von bösen Mikroorganismen wie Keime und Bakterien ist schon vorprogrammiert, denn dieses Milieu ist ihnen viel zu sauer. Währenddessen werden Kohlenhydrate wie Stärke und Zucker aus dem Gemüse von den Milchsäurebakterien fröhlich aufgefuttert und dabei umgewandelt, zerlegt und verarbeitet. So gesehen erledigen die kleinen Freunde sogar schon einen Teil unserer Verdauungsarbeit, denn sie spalten größere Moleküle in kleinere und befreien die Vitalstoffe aus ihren komplexen Molekülkäfigen und machen sie bioverfügbar. Diese tolle Milchsäure ist der Superheld bei der Fermentation und ist unglaublich nützlich, denn sie konserviert das Gemüse und schenkt ihm seinen einzigartigen, erfrischenden und säuerlichen Geschmack. Hier sieht man, wie das Gemüse jetzt blubbert während der Fermentation. So muss das aussehen. Man öffnet das Glas immer nur einmal am Tag und schließt es gleich danach wieder. Ja, und nicht nur der Geschmack des Gemüses ändert sich, sondern auch die inneren Werte. Fermente sind richtige Verwandlungskünstler, denn dadurch, dass Kohlenhydrate und Zucker aufgefuttert, also abgebaut werden, ist das Gemüse jetzt besonders magenfreundlich, kalorien- und zuckerarm und für die gesundheitsbewusste Ernährung ein absolutes Top-Lebensmittel. MashaAllah. Hier seht ihr, dass bei diesem Ferment nach 6 Wochen dann endlich doch etwas daraus geworden ist, Alhamdulillah. So sieht es dann aus nach 6 Wochen, als dann der Fermentationsprozess hier abgeschlossen war. Und das hat dann richtig lecker geschmeckt, Mashallah. Und wie gesagt, sowas kann man dann einfach in den Salat mit dazugeben oder zu jeder Speise dazu mitreichen. Das peppt einfach jede Speise auf und sorgt eben für ein gutes Darmmilieu, also verbessert eben die Darmflora. Die meisten Menschen heute haben ja einen kaputten Darm, wo eben die schädlichen Mikroorganismen dominieren und dann entwickeln wir meistens so ein unkontrolliertes Verlangen nach bestimmten, meistens ungesunden Nahrungsmitteln wie zum Beispiel Süßigkeiten oder Weißmehlprodukte. Und wer aber jetzt verstärkt rohes, fermentiertes Gemüse in seine Ernährung mit einbaut, der wird bald feststellen, dass sich diese seltsamen Gelüste im Laufe der Zeit verflüchtigen, weil sich dann die Darmflora wieder aufbaut und die gesunden Bakterien überhand nehmen. Gemüsefermente sind also nichts anderes als natürliche Probiotika. Also man kann sich die teuren Probiotika sparen, diese Nahrungsergänzungsmittel, und stattdessen lieber fermentiertes Gemüse täglich in den Speiseplan mit integrieren, um auf diese Weise die Darmflora wieder zu gesunden. Deshalb wäre es gut, wenn man einfach ständig fermentiertes Gemüse da hat, damit man täglich davon etwas in den Speiseplan mit integrieren kann. Und deshalb sollte man dafür sorgen, dass das fermentierte Gemüse nie ausgeht, also immer wieder für Nachschub sorgen. Hier habe ich deshalb jetzt nochmal wieder Bio-Karotten aus dem Bioladen geholt, die ich jetzt in diesem Fall fermentiere. Und dazu rasple ich wieder etwas Ingwer, den ich dazu gebe. Wichtig ist halt, dass das Gemüse grundsätzlich immer von Bioqualität sein muss, welches man für die Fermentation benutzt. Das darf kein normales Gemüse sein, weil das meistens diese gesunden Milchsäurebakterien nicht mehr in ausreichender Zahl auf seiner Oberfläche hat, da es ja gespritzt und bestrahlt wird, wodurch eben diese gesunden Milchsäurebakterien verschwinden.
Das ist ja genau das gleiche mit unserer Haut, denn auch auf unserer Haut bestehen ja diese natürlichen Milchsäurebakterien, die für diesen gesunden Säureschutzmantel sorgen, den wir auf unserer Haut haben. Wenn wir aber unsere Haut jetzt mit normaler Seife, die voller Chemie ist, waschen und auch mit normaler Creme eincremen, dann zerstören wir diesen gesunden Säureschutzmantel und sorgen dafür, dass wieder Bakterien in die Haut eindringen können, wodurch wir dann das Gefühl haben, dass wir uns ständig wieder neu waschen müssen und noch mehr Seife benutzen müssen, und dadurch entsteht dann dieser ungesunde Teufelskreis. Aber das ist ein anderes Thema, dazu werde ich inshallah auch nochmal ein Video drehen. Wichtig ist hier jetzt bei der Fermentation eben, dass man nur Biogemüse verwendet, nur Natursalz für die Salzlake und eben gefiltertes oder möglichst destilliertes Wasser. Für diese fermentierten Karotten hier habe ich jetzt als Deckel oder als obere Schicht zum Abdecken eben so eine Zitronenschale benutzt und die dann mit den Steinen wieder beschwert, damit eben das gesamte Ferment unter der Salzlake bleibt. Das ist immer wichtig, dass man das halt mit irgendetwas beschwert, damit eben das gesamte Gemüse immer unter der Salzlake bleibt und nicht mit Sauerstoff in Berührung kommt, und deswegen wird das ja auch luftdicht immer abgeschlossen. Wie gesagt, und eben nur einmal am Tag kurz geöffnet, um die Gase entweichen zu lassen. Diese fermentierten Karotten haben ganz normal 4 bis 5 Tage gedauert, bis sie dann verzehrfertig waren, weil ich hier in diesem Fall, wie ihr gesehen habtet, die Salzlake ganz genau abgemessen hatte, und das sollte man unbedingt immer tun. Ja, und wie gesagt, man könnte jedes Gemüse fermentieren, und wichtig ist, dass man wirklich immer etwas fermentiertes Gemüse zu Hause hat, damit man jeden Tag davon etwas essen kann, um den Darm gesund zu erhalten, denn der Darm ist ja der Sitz unseres Immunsystems. Und Fermente sorgen in der gemüse- und salatarmen Jahreszeit, also besonders im Winter, für eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Neben ihrem köstlichen Geschmack liefern fermentierte Gemüse außerdem lebendige Bakterienkulturen. Diese sorgen für eine gesunde Darmflora, stärken unsere Abwehrkräfte und machen immun gegen viele Krankheiten. Denn diese Milchsäurebakterien schaffen ein gesundes, ausgewogenes Milieu in unseren Verdauungsorganen und harmonisieren unsere Darmflora. Und wenn der Darm gesund ist, haben unwillkommene Eindringlinge, also schädliche Bakterien, Parasiten und Pilze, aber auch viele chronische Krankheiten keine Chance mehr. Ja, diese leckeren fermentierten Karottensticks könnte man dann theoretisch mit jeder Art von Dip zusammen auch so essen, wie wir das jetzt hier sehen. Das ist zum Beispiel eine Idee, wie man diese fermentierten Karottensticks essen könnte. Schmecken sehr lecker auf diese Weise, mashallah. Ja, das war es dann auch wieder für heute. Dann hoffe ich, dass ich euch auch dieses Mal wieder mit diesem Gesundheitsvideo für eure Gesundheit von Nutzen war. Dann wünsche ich euch gute Gesundheit, und dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.